Am Samstag bin ich früh aufgewacht, weil ich viele Pläne für den Tag hatte. Zuerst bin ich ins Badezimmer gegangen und habe geduscht. Danach bin ich in die Küche gegangen und habe mir ein gesundes Frühstück gemacht. Nach dem Essen habe ich mein Fahrrad genommen und bin in den Park gefahren. Dort bin ich eine Stunde lang spazieren gegangen und habe die frische Luft genossen. Am Nachmittag habe ich meine Freundin getroffen und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Abends bin ich dann müde nach Hause zurückgekehrt und habe noch einen Film geschaut. Es war ein langer Tag, aber ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen hatte, und bin zufrieden eingeschlafen. Jeden Tag versuche ich, meinen Alltag zu genießen, ohne mir zu viel Stress zu machen. Zum Beispiel beginne ich meinen Morgen gerne mit einem Spaziergang, ohne mein Handy mitzunehmen. So kann ich die Natur genießen, ohne abgelenkt zu sein. Manchmal setze ich mich auf eine Bank und lese ein Buch, ohne an die Arbeit zu denken. Nachmittags treffe ich meine Freunde, ohne vorher viel zu planen, und wir verbringen Zeit miteinander, ohne uns Gedanken über die Uhrzeit zu machen. Abends koche ich gerne etwas Leckeres, ohne ein festes Rezept zu haben. Es ist schön, sich Zeit für die Dinge zu nehmen, die einem Freude bereiten, ohne dabei Druck zu verspüren. Ich habe sehr viele Hobbys, und deshalb bin ich in meiner Freizeit sehr aktiv. Zum Beispiel tanze ich sehr gerne, weil es mir Spaß macht und ich dabei viel Energie verbrauche. Meine Freunde sagen, dass ich sehr gut tanzen kann, und das macht mich sehr stolz. Am Wochenende habe ich meistens viel Zeit, um meine Hobbys zu genießen. Ich gehe oft ins Schwimmbad, weil ich sehr gerne schwimme und es mir viel Freude bereitet. Wenn ich nach Hause komme, esse ich meistens viel Obst und Gemüse, weil es sehr gesund ist. Insgesamt verbringe ich sehr viel Zeit damit, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, und das macht mich sehr glücklich. Ich möchte unbedingt eine neue Sprache lernen, weil ich es spannend finde, andere Kulturen zu entdecken. Dafür brauche ich allerdings viel Geduld und Ausdauer. Ich möchte jeden Tag ein bisschen Zeit dafür investieren, aber ich brauche auch Motivation, um dran zu bleiben. Wenn ich ins Ausland reise, möchte ich mich gerne mit den Menschen dort verständigen können. Dafür brauche ich gute Sprachkenntnisse. Ich möchte in einem Kurs teilnehmen, um schneller zu lernen, aber ich brauche dafür auch Geld. Deshalb brauche ich einen Nebenjob, um mir das leisten zu können. Es ist nicht einfach, aber ich möchte dieses Ziel unbedingt erreichen. Heute Morgen hatte ich keine Lust, aufzustehen, weil ich letzte Nacht nicht gut geschlafen habe. Ich habe auch kein großes Frühstück gemacht, weil ich nicht hungrig war. Mein Hund wollte Gassi gehen, aber ich hatte keine Energie. Ich habe mich entschieden, nicht sofort nach draußen zu gehen, sondern erst noch eine Tasse Tee zu trinken. Meine Freundin hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit ihr spazieren gehen möchte, aber ich hatte keine Lust, also habe ich nicht zugesagt. Stattdessen habe ich ein Buch gelesen, weil ich kein Interesse daran hatte, heute etwas anderes zu machen. Obwohl es heute regnet, habe ich mich entschlossen, einen Spaziergang zu machen. Ich finde, die Luft ist frisch und klar, obwohl es ein bisschen kalt ist. Obwohl ich meinen Regenschirm vergessen habe, stört mich der Regen nicht. Im Park war es sehr ruhig,
obwohl normalerweise viele Leute dort sind. Obwohl der Boden nass war, habe ich auf einer Bank gesessen und ein paar Minuten die Stille genossen. Nach dem Spaziergang bin ich nach Hause gegangen und habe mir einen Tee gemacht, obwohl ich normalerweise lieber Kaffee trinke. Es war ein schöner Tag, obwohl das Wetter nicht perfekt war. Ich hatte heute viel Arbeit zu erledigen, deshalb bin ich früh aufgestanden. Zuerst habe ich meinen Laptop eingeschaltet und angefangen, E-Mails zu beantworten, deshalb war ich schon um 8 Uhr morgens sehr beschäftigt. Nach einer Weile habe ich gemerkt, dass ich hungrig bin, deshalb habe ich mir ein Sandwich gemacht. Nach dem Frühstück fühlte ich mich müde, deshalb habe ich eine kurze Pause gemacht. Am Nachmittag rief mich ein Freund an, deshalb habe ich meine Arbeit unterbrochen, um mit ihm zu sprechen. Abends war ich ziemlich erschöpft, deshalb habe ich beschlossen, früh ins Bett zu gehen. Morgens gehe ich immer zuerst ins Badezimmer und mache mich frisch. Danach gehe ich in die Küche und mache mir einen Kaffee. Wenn ich Zeit habe, gehe ich für eine halbe Stunde joggen und mache ein paar Dehnübungen. Nach dem Sport gehe ich oft einkaufen und mache mir anschließend ein gesundes Frühstück. Später gehe ich in mein Arbeitszimmer und mache meine täglichen Aufgaben am Computer. Abends gehe ich manchmal spazieren, um den Kopf frei zu bekommen, und dann mache ich mir einen Tee, bevor ich ins Bett gehe. Ich wohne seit 5 Jahren in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Meine Familie wohnt jedoch in einem anderen Dorf, und deshalb besuche ich sie oft am Wochenende. Wenn ich bei ihnen bin, fühle ich mich immer sehr wohl. Meine beste Freundin wohnt nicht weit von mir entfernt, und wir besuchen uns gegenseitig fast jede Woche. Manchmal besuche ich auch meine Großeltern, die in einem Haus auf dem Land wohnen. Ich liebe es, Zeit bei ihnen zu verbringen, aber ich wohne auch gerne in meiner Stadtwohnung, weil es dort alles gibt, was ich brauche.